Hallo zusammen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, ich bin die Siri. Ich bin Life Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich habe diesen Kanal eingerichtet, um mit euch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und uns Songs anzugucken, die ich sehr liebe. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass ihr mir Songs zeigt, die ihr sehr liebt und wo ich dann auch in die Tiefe ein bisschen gehen kann. Da habe ich Bock drauf. Ähm, von daher, ich habe mir als erstes Ren rausgesucht, um mir ein paar seiner Songs anzugucken. Und wie ihr schon wisst, weil ihr auf dieses Video geklickt habt, habe ich mir dieses Mal in Kooperation mit Chinchilla Chalk Outlines rausgesucht. Es ist ein wundervolles Lied. Ich liebe es sehr. Auch hier haben wir wieder ganz viel die Harmonien zusammen. Die Stimmen passen einfach unglaublich gut. Und der Text bietet so viel, um dort tiefer hineinzugucken, dass ich gedacht habe, ja, das machen wir. Von daher, mh, ja, lasst uns keine Zeit verlieren. Und los geht's. So, bevor es jetzt losgeht, auch hier haben wir wieder die Stimmung im Vornherein. Ich liebe ja die Orte, die Ren sich immer raussucht, um dort zu drehen. Meistens, besonders die früheren Orte, eher ungefragt und im Heimlichen. Mm, Und wir sind, glaube ich, in irgendeiner Form von Keller, also irgendwo tief unten. Die Wände nicht wirklich verputzt. Ähm, Es ist alles sehr leer, sehr trist. Und Ren ganz in weiß. So. Was fast schon so ein bisschen an entweder eine Patientenkleidung oder an Krankenhauspflegerkleidung erinnert. Aber vielleicht ist das auch gar nicht gemeint oder gewollt, aber es erinnert mich daran. Es kann auch einfach für Hoffnung stehen. Und vielleicht gibt es wieder andere Möglichkeiten, die ich gerade in meinem Kopf gar nicht zur Verfügung habe. Da könnt ihr mir dann aushelfen. Und, was für ein Zufall, wir haben dort einen Stuhl und eine Gitarre rumstehen. Lasst uns weiter gucken. I'm still here in this bed that I crawled in. I hope that I'm someone else in the morning. So take this one, wash it down and you'll be fine. Then walk around in the floating chalk outline. So it goes, let it be. In the gallows, balanced on my
my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my, oh my, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my, oh my, erase ourselves in these chalk outlines. So, bevor es jetzt an Chinchilla geht, hier ist auch schon wieder so viel enthalten, ne? Fängt schon mit den ersten Zeilen an. So, nimm die Pille, dann wird schon alles gut. So, das ist auch so ein Leistungsgesellschaftsding geworden, ne? Gibt so viele Leute, die für irgendwas, irgendeine Pille nehmen, irgendeine Tablette. Und selbst wenn es nur Nahrungsergänzungsmittel sind, die ja erstmal viel besser sind als die Chemiekeulen, die wir uns reinfahren. Und dennoch ist es eine Pille, die wir reinschmeißen, damit irgendwas besser wird. So. Aber ja, wir haben die Pille zur Verhütung. Hormone beeinflussen. Wir haben Pillen für sämtliche Organe, die nicht richtig funktionieren. Wir haben Pillen für Schmerzen. Meine Güte, ich glaube, in den deutschen Apotheken sind Schmerzmittel, Ibuprofen, Aspirin und so weiter, sind die meistverkauften Tabletten. So. Für alles Mögliche. Ob es jetzt nur für Fieber ist oder ob es für Entzündungen ist, ob es für Kopfschmerzen ist, für was auch immer. Nimm die Tablette, dann wird das schon gehen. Hinterfrag auf jeden Fall nicht, womit das wohl zusammenhängt, was die Ursache sein könnte und was du daran verändern könntest. Und es ist so einfach gemacht, weil dann funktionieren wir auch schnell wieder und können einfach so weitermachen wie bisher. Bis der Körper irgendwann sagt, nee. Passiert auch oft genug, dass der Körper dann irgendwann sagt, reicht mir nicht mehr mit der Tablette. Es wird immer doller. Und auch dort gehen wir dann irgendwann zu einem Arzt und der gibt uns dann noch schlimmere oder stärkere Tabletten. Ja, und es ist so wichtig, dass wir wieder gucken nach den Ursachen. Woher kommen die Schmerzen? Woher kommen die Kopfschmerzen? Woher kommen die Entzündungen? Was habe ich da gemacht? Und die Antwort kann nicht sein, da habe ich mal eine blöde Bewegung gemacht. So, da müssen wir ein bisschen tiefer gucken. Aber, genau, und ansonsten, ja, wash it down with a new habit. Das ist so ein bisschen auch, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt im Speziellen hier meint, aber wir haben so viele Habits, so viele Angewohnheiten, so viele Hobbys, was heißt Möglichkeiten? So viele Strategien entwickelt, um uns abzulenken von dem, was uns vielleicht unglücklich macht, von dem, was uns frustriert. Ob es jetzt nun die Politik ist, die Gesellschaft ist, irgendwelche Probleme mit der Familie, mit Freunden, mit dem Partner. Was machen wir? Wir gucken meistens irgendwo im Materialismus umher, was uns glücklich machen könnte und machen eine Shoppingtour, neue Kleidung, neue technische Geräte, ein neues Game zum Zocken, was auch immer. Gucken Reaction-Videos, um uns abzulenken. Machen irgendeinen Sport, powern uns aus, so um den Kopf frei zu kriegen davon. Und wenn das eine nicht mehr funktioniert, weil ich mir zum Beispiel beim Sport das Knie verletzt habe und gerade diese Sportart nicht mehr machen kann, naja, dann spiele ich halt Gitarre. Was auch immer. So,
weiter geht's, lang genug gequatscht. Sertraline and a sip of serotonin. Don't cry, 'cause there's a pill for everything. Take this one, wash it down and you'll be fine. The feeling goes and you draw a chalk outline. So it goes, let it be. In the gallows, I'm balanced on my toes so I can breathe. Believe. Entschuldigt. Aber meine Güte, diese Harmonie von den beiden, die ist so schön, die Stimmen passen so wundervoll zusammen. Das macht immer so, deswegen hier einmal streichen. Oh Gott, Gänsehaut. Ich liebe das. Gerade, ne, ich meine, wir wissen alle, Chinchilla hält sich hier total zurück und stimmt sich total auf ihn ein. So, und das passt so gut. Ja, und auch da, ne, so Sip of Serotonin. Wir jagen alle auch so ein bisschen diesen Glückshormonen hinterher, ne? Es gibt Adrenalin-Junkies. Es gibt die nach Nähe suchten, nach Oxytocin. Serotonin, das, was oft quasi in Verbindung gebracht wird mit, wenn man dort einen Mangel hat, dann bekommt man Depression. Und es ist durchaus, gerade auch im Winter, angebracht, Vitamin D, Serotoninausschüttung und so weiter und so fort. Großes Thema, machen wir nicht hier. Aber ja, im Prinzip ist es das mit den Hobbys, mit den Habits, was Ren schon gesagt hat. Die guten Gefühle-Hormone, die wollen wir haben. Danach suchen wir. Und wir stellen jedes Mal fest, sobald das vorbei ist, sobald wir raus aus dem Sport sind und wieder zu Hause sind, mit uns alleine sind, was auch immer, dann in dieser Ruhe kommt alles wieder hoch. So, dann sitzen wir wieder da und merken, shit, von unserem eigenen Kram eingeholt. So, weiter geht's. Little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I bury myself with a great big smile. Oh my, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my, erase ourselves. It's such a perfect day. Take it just in case. Take it just in case. I'm scared of being okay, 'cause all things change. All things change. It's such a perfect day. It's a beautiful shame. It's a beautiful shame. I'm scared of being okay, 'cause all things change. Das tut richtig weh im Herzen, so diese Passage. Nimm die Pille nur für den Fall der Fälle. So, selbst wenn es eigentlich ein guter Tag ist. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Antidepressiva geht oder andere Medikamente, die für die Psyche sind. Aber auch wenn wir von Schmerzen sprechen. So, also nichts, was jetzt als Dauermedikation verabreicht wird. Trotzdem dieses, na, wer weiß,
wie der Tag heute wird, ich muss funktionieren, ich nehme mal trotzdem rein vorsichtshalber dieser Tablette, damit nichts schief geht. Damit, ne, und wie gesagt, all things change. Damit wir kein Risiko eingehen, dass irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas Unerwartetes um die Ecke kommt, auf das wir nicht vorbereitet sind. Und was uns dann aus der Bahn wirft. So. Und dann lieber für ein bisschen mehr Stabilität, für ein bisschen mehr Happiness, ein bisschen mehr Gelassenheit sorgen mit einer Tablette, um gut durch den Tag zu kommen. Weil das ist wesentlich besser aushaltbar. But little by little, bit by bit, I'll push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my, oh my, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my, oh my. Erase ourselves in these chalk outlines. Ja. Was nehmen wir für ein schönes Bild von den beiden? Da. Naja, geht so. Wie auch immer. I buried myself with a great big smile. Auch das kann man ein bisschen tiefer betrachten. Oder sollte man wahrscheinlich. Ich denke, dass das impliziert ist von den beiden. Also, das, was hier begraben wird, ist im Prinzip der Teil wahrscheinlich, der nicht funktioniert, der nicht glücklich ist, also der unglücklich ist, der traurig ist, der wütend ist vielleicht, der nicht in das Bild passt, was ich von mir selbst gerne hätte oder was meine Freunde oder meine Kollegen oder wer auch immer gern von mir hätte, wo ich vielleicht unangenehm da mit anderen bin oder mir selbst unangenehm bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht aushalten, das Gefühl, was da gerade da ist. Also nehme ich halt die Pille, die Tablette, oder ich mache eine meiner Hobbys, meiner Gewohnheiten, um wieder lächeln zu können, um so eine gute Laune-Decke über das ganze Loch da zu schmeißen und so zu tun, als wäre das nicht da. Und in der Hoffnung, es bleibt da unter dieser Decke und kommt nicht nochmal hoch. Und festzustellen, dass diese Decke eigentlich immer aus diesen Tabletten oder aus diesen Gewohnheiten besteht, macht uns abhängig davon. Weil natürlich das unter der Decke nicht weggeht, wir kriegen das nicht begraben. Und umso öfter oder mehr wir versuchen, es wegzukriegen und umso öfter es wiederkommt, umso mehr Schiss kriegen wir davor, dass es wiederkommt und umso stärker wird es, weil wir ihm immer mehr Bedeutung auch geben. Und dann sind wir eigentlich nur noch damit beschäftigt, dagegen anzukämpfen und sind nur noch am Rennen und machen aber nicht das, worum es eigentlich geht, nämlich uns damit hinsetzen, was da begraben ist. Und es kann durchaus sein, dass es Zeiträume, Zeitpunkte gibt, wo es überhaupt nicht sinnvoll ist, sich bestimmten Themen zu widmen. So. Wenn wir von Trauma sprechen. Solange man
in bestimmten Situationen ist oder bestimmte finanzielle Mittel nicht hat, um sich eine Therapie zu leisten oder eine OP zu leisten. Gut, da sind wir jetzt wieder beim körperlichen Schmerz, aber wenn wir jetzt mal nur rein beim Mentalen bleiben, wenn ich mich nicht adäquat kümmern kann oder keinen adäquaten Rahmen habe von Freunden, von Fachpersonal, was mich unterstützen kann oder ähnlichem, dann sollte ich bestimmte Themen so lange vielleicht nicht aufwühlen und versuchen zu bearbeiten. Oder ich sollte mir jemanden suchen, wenn ich die Möglichkeit habe und den Rahmen dafür schaffen. Und manchmal geht es nicht mehr darum, irgendwas Krasses aufzuarbeiten, sondern es geht einfach nur darum, dass wir gesagt haben, okay, also Traurigkeit will ich nicht, ich will happy sein. Also lass uns nur auch happy Sachen machen. Und dann geht es einfach nur darum, sich mal hinzusetzen und einfach die Traurigkeit zuzulassen, die die ganze Zeit da ist und die ich aber nicht haben will. Dafür brauche ich meistens nicht mal unbedingt ein Fachpersonal. Aber wir haben halt immer so eine Angst davor, dass die Traurigkeit dann nie wieder weggeht, wenn ich die mal zulasse. Aber das ist nie der Fall. So, es kann sein, dass sie mal ein bisschen länger da ist, besonders wenn ihr sie lange unterdrückt habt. So, lang genug gequatscht. Oh Mann. Aber ja, das ist ein Lied, was viel mit sich bringt. Und wenn man jetzt auch nochmal die Geschichte von Ren bedenkt, ne, der ja sowohl die körperlichen Schmerzen kennt durch seine Diagnose, als auch die mentalen Probleme, die sicherlich mehr als die Symptomatik der Nebenwirkungen seiner Tabletten gewesen ist. Das waren Ängste, dass es nie wieder weggeht, was er hat, dass er daran verrückt wird, dass er daran stirbt. Die Verzweiflung am System, aber eben auch die Nebenwirkungen von den Tabletten, die er bekommen hat. So, die Stimmen, die in seinem Kopf umherwaberten. Und nicht mehr in der Lage zu sein, aus dem Bett zu kommen, weil man so depressiv ist. Ja, da ist man echt ganz, ganz unten und ganz verzweifelt. Und natürlich ist dann die Tablette, die einem irgendwie ein bisschen Glück verschafft, der Retter schlechthin. So. Ja. Ihr seht auch hier wieder ein paar Möglichkeiten, ein paar Perspektiven, aus denen man das Ganze betrachten kann. Und auch hier wieder an euch. Wenn ihr noch andere Perspektiven habt, teilt sie gern mit mir. Wenn ihr Wünsche habt für weitere Videos, weitere Kommentare von mir oder wo ich drauf eingehen soll, sagt mir das. Wenn ich irgendwas verpasst habe, sagt mir das. Und ansonsten, wenn ihr das Video mögt, gebt mir ein kleines Like, aktiviert die Glocke und vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal. Ich werde dann wahrscheinlich demnächst einfach weiter Videos posten und entweder sind welche bei, die ihr empfohlen habt, oder ich mache einfach so weiter. So, einen schönen Abend euch.